Hallo meine lieben Freunde, heute wieder Michael Grant Klartext und zwar heute zu einem Thema, das ihr vielleicht nicht glauben magt. Ihr wisst, ich bin ein seriöser Journalist, ich bin auch ein ausgezeichneter, also mit Preisen ausgezeichneter Journalist und ich habe einige Bestseller geschrieben, auch auf der Spiegel-Bestsellerliste war ich gelistet und so weiter und so fort. Ich möchte keine Glorifizierung machen, aber ich muss euch heute sagen, Adolf Hitler lebt. Und zwar Adolf Hitler lebt in den USA. Auch wenn ihr es nicht glaubt, aber Adolf Hitler lebt in Pennsylvania. Nein, der 1945 bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Adolf Hitler, Führer und Reichskanzler des Deutschen Reiches, ist nicht auferstanden und er wurde auch nicht als Überlebender in Südamerika entdeckt. Ihr wisst, ich lebe in Südamerika und ich bin verschiedenen Spuren nachgegangen, die sich alle als heiße Luft, als heiße Luft erledigt haben. Ich bin trotzdem noch dran an der Recherche. Es gibt Leute, die sich bei mir gemeldet haben, die sagen, sie sind Enkel von Adolf Hitler und ich werde diesen Spuren auch nachgehen. Bisher habe ich keinen juristisch belegbaren Beweis gefunden, dass Adolf Hitler in Südamerika überlebt hat und ich habe hier an einigen Orten recherchiert, wo man gesagt hat, er hat da gelebt. Doch zurück zu Adolf Hitler, der in den USA lebt. Adolf Hitler lebt in der Obhut des Staates. Seine Eltern Deborah und Isidore hieß Campbell kamen in die Schlagzeilen, als sie zur Taufe ihres Sohnes Adolf Hitler eine Geburtstagstorte auf dessen Namen bestellten. Die Konditorei lehnte den Wunsch mit der Begründung ab, dass sie diesen Namen nicht für angemessen hielt. Doch Adolf Hitlers Vater forderte mehr Toleranz. Der damals 35-jährige Isidore hieß Campbell, Vater von Adolf Hitler, forderte dagegen mehr Toleranz. Die Menschen sollten doch nach vorne schauen, nicht zurück und akzeptieren, dass sich die Welt geändert habe. Ich zitiere: Man muss doch einen Namen akzeptieren. Ein Name ist ein Name. Das Kind wird doch nicht das tun, was Hitler getan hat. Ich gab meinem Sohn den Namen Adolf Hitler, weil ich den Namen gut finde und weil niemand auf der Welt diesen Namen hat. Zitat Ende. Campbell kann nicht verstehen, dass man ihn als Rassisten diffamiert, nur weil er in seinem Haus überall Hakenkreuze hängen hat. Also wie gesagt, es ist in den USA, wo Meinungsfreiheit ist. Und nicht so wie in Deutschland, wo Meinungsfreiheit nur eine Meinungsunfreiheit ist. Schließlich ließen sich die Campbells ihre Geburtstagstorte in einem Walmart in Pennsylvania herstellen und auch dort dekorieren. Mehr als 10 Kinder nahmen an der Geburtstagsfeier teil, darunter auch mehrere Kinder von farbigen Eltern. Im Jahr 2009 kamen Adolf Hitler und seine Geschwister mit den Namen Jocelyn Aryan Nation und Honselin Cheney in die Obhut des Staates. Die Familie von Adolf Hitler schien verwahrlost. 2011 wurde ihr auch der jüngste Sohn mit dem Namen Heinrich Hans Campbell weggenommen. 2 Jahre später marschierte Isidore hieß Campbell in einer Nazi-Uniform in das Hunterdon County Gericht, um die Erlaubnis zu erstreiten, seinen Sohn sehen zu dürfen, der bei Pflegeeltern war. Doch dies wurde ihm verweigert. Ein Grund dafür: Adolf Hitlers Vater hatte sich dagegen gesträubt, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil der Psychologe Jude sei.
Adolf Hitlers Vater ist zudem gewalttätig und sollte im Oktober 2015 wegen schwerer Körperverletzung verhaftet werden, doch er konnte fliehen. Erst im März 2016 konnte man ihn gefangen nehmen. Er ist heute noch im Gefängnis, also er sitzt heute noch ein. Adolf Hitler selber ist noch bei Pflegeeltern. Es ist eine Geschichte, die es in Deutschland so nicht geben würde, weil wir hier Gesetze haben, die so etwas nicht zulassen. Die Frage ist natürlich, darf man seinem Kind den Namen Adolf Hitler geben? Schon alleine der Vorname Adolf ist in Deutschland ja gefährlich, diesen Namen zu nennen, obwohl ältere Menschen immer noch diesen Namen tragen. Und hier in Südamerika ist Adolfo ein absolut gängiger Name. Aber das sollen andere entscheiden. Ich wollte euch nur diese Geschichte erzählen und darlegen, die ich eigentlich für sehr interessant fand, dass Adolf Hitler in den USA lebt. Zum realen Adolf Hitler, zu seinem Leben, zu seinem Wirken, zum Krieg, habe ich eine bisher 6-bändige Buchreihe geschrieben. Adolf Hitler, eine Korrektur. Die Bücher haben alle zwischen 700 und 900 Seiten und jeder Band hat zwischen 1500 und 2500 seriöse Quellen. Es ist keine einzige revisionistische oder rechtsradikale Quelle dabei, weil ich ganz genau weiß, wenn die Zensoren von diesen Zehntausenden von Quellen nur eine einzige finden würden, die rechts ist, dann wäre das ganze Buchprojekt gefährdet. Nichtsdestotrotz zensiert Amazon und andere Social Medias meine Hitlerbücher. Auch dazu werde ich noch ein Video veröffentlichen und euch zeigen, wie ich TikTok den mentalen Stinkefinger gezeigt habe und wie TikTok ganz schnell zurückrudern musste, obwohl sie ein Video von mir zensiert haben. Doch dazu in einem anderen Video mehr. Ich selber bezeichne mich als investigativer Journalist der Vergangenheit und so gehe ich auch vor in meinen Büchern. Ich nehme den Wissensstand der Personen zur damaligen Zeit und das ist wichtig. Der heutige Wissensstand ist ja klar, dass man sagen kann, ja, ich weiß natürlich alles, wie alles passiert ist, wie alles ausgegangen ist, das weiß ich ja heute. Und die Personen danach zu beurteilen, was man heute weiß, ist natürlich total falsch. Man muss die Personen da beurteilen, aus dem heraus, was sie zur damaligen Zeit wussten. Und das ist die Aufgabe meiner Buchreihe. Und in jedem Buch gibt es hunderte von Geschichtslügen, von Manipulationen, von Weglassungen, von Streichungen, die ich zeige anhand von Originaldokumenten, wie unsere Geschichte verfälscht wird. Ich lasse in meinen Büchern auch Adolf Hitler im Original zu Wort kommen. Das ist wichtig, weil ich kann nicht über jemanden urteilen, wenn ich nicht weiß, was er gesagt hat. Und in deutschen Geschichtsbüchern kommen ja nur verschiedene Sätze vor, die dann manipulativ ausgelegt werden. In meinen Büchern werdet ihr manche Reden ganz lesen, damit ihr versteht, was gemeint war zur damaligen Zeit und was Hitler zu seinen Zuhörern auch tatsächlich in den Zusammenhängen gesagt hat. Das ist für mich objektiver Journalismus. Jedes Buch ist natürlich streitbar. Ihr könnt alles widerlegen, wenn ihr das könnt. Ihr könnt auch anderer Meinung sein. Aber ich werde weiterhin an diesem Thema bleiben und werde auch Ende November ein neues Buch veröffentlichen, ein Sonderband aus der Reihe mit dem Titel Deutschland muss vernichtet werden. Mehr dazu in den kommenden Wochen und es wird ein sehr, sehr brisantes Buch werden, das kann ich euch versprechen. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.